Der Grundgedanke war erstmal natürlich extrem viel variieren, also nie den gleichen Aufschlag hintereinander machen normalerweise. Selbst wenn der gut funktioniert, aber mein Ziel war immer schon mit dem Aufschlag meinen Gegner zu verwirren und dass er nie weiß, was passiert, dass er den ganzen Tisch abdecken muss, dass er mit jedem Spin rechnen muss. Also das war mein Ziel, mit der gleichen Bewegung eigentlich, jeden Aufschlag mit jeder Rotation auf jeden Platz auf dem Tisch spielen zu können. Und trotzdem, obwohl ich so viel variiert habe, wollte ich nie das Gefühl haben, das ist jetzt Risiko und ich weiß nicht, was danach passiert. Deshalb war das trotzdem für mich immer ein sehr kontrollierter Aufschlag. Gar nicht mit Maximalspin, sondern mir hat gereicht, wenn der Gegner ein bisschen zu spät reagiert hat und dann ein bisschen zu lang oder ein bisschen zu hoch. Das hat mir gereicht, um dann den Ballwechsel zu dominieren oder zu kontrollieren. Und wenn ich wusste immer genau, so ich mache jetzt Seitüberschnitt parallel kurz und dann wusste ich genau, physikalisch ist jetzt nur möglich zu 80% Flip hier und zu 10% kurz Vorhand und zu 10% kurz da. Also ich hatte dann immer so 3, 4 Optionen, die der Gegner spielen wird, mit der größten Wahrscheinlichkeit. Und da war ich darauf vorbereitet und hatte auch für diese Position auch wieder meine Option, was ich spielen kann. Also es waren viele Schachzüge, die ich im Kopf hatte und auf die vielleicht 3 bis 10 Optionen, die ich so im Kopf hatte, was alles passieren wird in dem Ballwechsel, auf die war ich vorbereitet und die habe ich perfekt dann gespielt. Und klar gab es auch ein Risiko, dass der Gegner ab und zu mal was anderes gemacht hat, aber durch die physikalischen Grenzen war das sehr gering. Also ich habe viel mit der Physik gearbeitet, was wahrscheinlich passieren wird, weil es physikalisch für den Gegner einfacher ist, so zu spielen. Hinzu kommt natürlich, man lernt natürlich auch den Gegner zu fühlen. Ja, was ist der für ein Typ? Ist er ein Risikotyp? Dann spielt er öfters auch mal den Risikoball. Deshalb kann man oft sehr viel eingrenzen, was passieren wird, weil man auch den Gegner lernen kennt, von der Mentalität, was ist er für ein Typ. Riskiert er immer viel oder ist er eher vorsichtig, und dadurch kann man auch viel ausschließen, was passieren wird. Also Psychologie ist auch wichtig. Kreativen Typen, da weißt du, jetzt bei 9-9 kommt vielleicht noch mal was ganz anderes. Ja? Und da muss man mit allem rechnen. Aber es gibt auch diese Typen, die immer Power, immer ihr System spielen. Da weiß man ganz genau so, du machst den Aufschlag und zu 99% kommt der Rückschlag und du kannst dich darauf besser vorbereiten. Und die Taktik war viel auch auf Psychologie ausgerichtet. Wie denkt der Gegner, was plant er? Und wenn man das weiß, wird Taktik immer einfacher. Also für mich gab es immer 2 Arten, wie ich die Punkte mache. Entweder ich überrasche meinen Gegner mit einem schnellen Rückschlag, wo er gedacht hat, oh, der kommt vielleicht kurz. Oder ich spiele sehr einfach, bin aber geduldig und warte auf seine Fehler oder auf, dass er unpräzise wird. So. Aber Risiko gab es eigentlich nie, sondern eher so kreativ
jemanden zu überraschen oder einfach sehr einfach und geduldig spielen und auf den Fehler warten oder auf die schlechte Präzision von meinem Gegner und dann nutze ich die Chance. So, das waren eigentlich meine zwei Hauptstrategien. Entweder kreativ oder sehr geduldig und präzise und einfaches Spiel dann. Es gab nie eine Situation, wo ich jetzt irgendwie einen ganz verrückten Aufschlag machen wollte, wo ich hoffe, direkt einen Punkt zu machen, oder das war nie so, habe ich nie gedacht. Aber dafür musst du sehr viel Selbstvertrauen in dein Spiel haben, in deine Fähigkeiten. Und viele Spieler haben oft Angst dann, ja, sie vertrauen sich dann selbst nicht, sondern hoffen auf einfache Punkte. Ja, über die Jahre habe ich halt für jeden Aufschlag auch Varianten gefunden für einen guten Rückschlag. Ja. Natürlich war es meine Priorität, am liebsten kurz zu spielen und am liebsten auch eher kurz in die Vorhandseite, weil dann ist das Spiel mehr in meine Rückhandhälfte, habe ich dann verlagert. Und da war es immer einfacher für mich zu spielen. Ja. Aus der Rückhandhälfte spielen die meisten Spieler besser. Aber es gibt Aufschläge, ja, da ist es besonders schwierig, kurz in die Vorhand zu spielen, vor allem für einen Linkshänder gegen Rechtshänder. Und ja, ich habe mir angewöhnt, eigentlich mit beiden Seiten alles spielen zu können, kurz zu spielen, zu flippen. Wenn ich gesehen habe, dass der Aufschlag halblang ist, das war eine meiner großen Stärken, diese halblangen Topspins. Und vor allem sehr präzise den Rückschlag zu spielen, also auch mit viel Gefühl, auch kurz zu legen, aber dann auch ganz plötzlich, ganz früh, ganz schnell zu spielen. Also auch sehr variabel zu sein und nicht nur wie heute leider, die meisten halt versuchen immer mit Rückhand Chiquita sofort Druck zu machen. Das hat man bei mir ja relativ selten gesehen, dass ich versucht habe, immer sofort einen Punkt zu machen mit Rückhand Chiquita, sondern eher ja, präzise zu spielen, kreativ zu spielen und dann den nächsten Punkt zu machen, weil selbst unsere Videoanalysten haben gesagt, mit Chiquita, wenn der Ball zurückkommt, nach der Chiquita macht man zu 80% nicht mehr den Punkt. War die Statistik. Also ist schlecht. Und trotzdem machen es so viele Spieler, deshalb es ist natürlich einfacher mit Chiquita einen guten Rückschlag zu machen. Aber die Statistik sagt was anderes und das war bei mir intuitiv. Ich habe die Statistik nie gekannt, die habe ich erst am Ende meiner Karriere erfahren. Aber für mich hat es sich immer besser angefühlt, mehr variabel zu sein. Oder musst du Punkt machen. Deshalb riskieren natürlich auch viele Spieler sehr, sehr viel. Risiko war für mich immer
schwierig so für den Kopf, weil ich wusste, dann habe ich das nicht mehr in meiner Hand, sondern man kommt halt schnell in diesen Teufelskreis, weil um viel zu riskieren, musst du immer perfekt zum Ball stehen. Und für Chiquita musst du dann dich schon vom Kopf her sehr weit in die Vorhand stellen, um da gut zu stehen. Und dadurch kannst du schon nicht mehr alle anderen Rückschläge machen. Und dadurch bist du nicht mehr variabel und dadurch bist du ausrechnungsfähig und so bist du im Teufelskreis. Ich spiele nur Chiquita, wenn der Aufschlag das zulässt und der in meinen Bereich kommt. Und ich spüre, ja, damit habe ich eine höhere Chance auch Punkte zu machen. Aber es ist nicht der Grundgedanke von mir, sondern der Grundgedanke ist Variation. Ja, im Ballwechsel versuche ich natürlich meinen Gegner ja, immer in Bewegung zu halten. Deshalb waren für mich immer ja, so Punkte wichtig, ja, viel in Mitte, dann wieder tief in die Ecke und wieder Mitte, dass er immer sehr viel laufen muss und sich bewegen muss. Und ich selbst habe dann schon immer versucht, vorhandorientiert auch zu sein, weil ja, die Vorhand ist einfach noch sicherer, noch druckvoller und das ist, glaube ich, heutzutage auch ein Problem, oder deshalb ist das Niveau sehr eng beieinander gerutscht, weil die meisten Spieler stehen jetzt sehr kompakt und sind sehr stabil, aber gehen nicht mehr so oft, laufen nicht mehr so schnell rum. Einer der wenigen Spieler ist noch Wang Chuqin und deshalb ist er auch ein bisschen besser als alle anderen. Klar kann er auch verlieren, aber um noch besser zu spielen, muss man Vorhand spielen. Weil Rückhand wird nie so dominant sein wie Vorhand. Das ist meine Theorie. Aber es ist auch schwierig mittlerweile. Die Spieler trainieren viel weniger, viel mehr Turniere. Und für die Beinarbeit musst du viel trainieren. Und deshalb ist dieses System kompakt stehen mit Vorhand und Rückhand, viel Druck machen, einfacher geworden, auch durch das Material. Es ist nicht mehr so schwierig, den Ball zu kontrollieren, auch mit Rückhand. Aber trotzdem ist die Vorhand immer noch das bessere Mittel, glaube ich.